Und da sind wir hier vorm Namensregister. Der liebe Wiggens hat uns das geholt. Ich muss auch sagen, der könnte wirklich mal eine Dusche gebrauchen. Ja. Aber na gut, ein Kind von der Straße. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Na dann such mal einen, So, am 7. November. 7. November. Steht da überhaupt irgendein Datum? Steht doch in den Leuten, steht doch gar kein Datum. Doch hier, oder? nee, aber hier. Das heißt, die waren zum Beispiel schon mal da. Abfahrt in Adelaide, Australien. Ankunft in London. Nee, die können es nicht gewesen sein. Am 12. Weil die sind erst am November. 12. gekommen. 28. Januar. Oktober, nein, auch nicht. Oktober bis Januar. Kann auch nicht sein. Nee, andersrum. Für was? Abfahrt in London? Nee, in England geht auch nicht. Also hier die Liste auch nicht, nee. Wir suchen ja jemanden, der am 7. November... Hier, die könnten es sein. Die sind erst am 10. losgefahren. Ich check's trotzdem nochmal die nächste Seite ab. Ja, aber wenn die erst am 10. losgefahren sind, dann... Ja, waren sie am 7. November da, um den Mord zu begehen. Ach so. Ja, Ja, ach, so ich dachte geht's jetzt, ja. hier geht's noch irgendwie um sie und diesen Nein, nein. Schifffahrerei. So, hier. Ja, und jetzt müssen wir die Namen Diese mit Liste. denen vergleichen. Rock of Gibraltar. Mr. Charles W. Chill. Steht schon mal nicht drauf. Mr. Jack Kruger. Stuart. George, nee. Hier aber. This list Short. shows the Yes, senior Kruger. officers of the Rock of Mr. Gibraltar, Captain. on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall, Ja, wissen wir doch. Mr. Jack Crocker, was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. So, Charles W. Chill ist nicht dabei. Nein. Henry Southward Nee, dachte ich zuerst, was ist hier Stuart, der Woods. andere. ist auch nicht dabei. Walker ist nicht dabei. Whittington. Ja, Und no. Pledge. Nee, das war's. Genau, Also er haben wir ist eigentlich es. nur ihn. Nee, natürlich nicht. Mr. Jack. Ja, Shake. Was hat das Van Ausrufezeichen? der Captain. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Okay. Aber an sich, ich gucke nochmal die anderen Daten. Keine Ahnung, wollte ich gerade sagen, vielleicht haben wir doch irgendwas verpasst. Ich geh nochmal drauf. Am 7. November müssen die da gewesen sein. Hier Oktober bis März. Nee, Geht die waren nicht. definitiv nicht da. Ja. Was haben wir hier? Mai bis November. Nee, geht auch nicht. Ist Sind wir eigentlich erst nicht am 12. machbar. November wiedergekommen. Ja. So, 17. Oktober bis Januar ist auch Auch nicht. Das ist also nur der eine. Kann Das nur kann er auch nur sein. der Mr. Kruger sein. Wenn ich jetzt hier, ich drücke mal einen anderen Namen. I do not Nein, think that die anderen this stehen sailor alle nicht has drauf. any connection to the case. This list Gut. Dann sind wir fertig. Ja. Wir gehen raus. Am besten ist, öffnet mal unser Dingsbumens. Kurz schauen hier hinten. Bei den Personen. Nee, warte mal. Irgendwas haben wir hier vergessen. Hey, check's nicht. This list shows, Ja, das wissen wir doch. and these are Klickerst du nochmal durch? So, nochmal durchklicken. Hier ist er doch schon. Nee, Kruger war das. Nee. Da. Mr. Jack Crocker. So, jetzt Vielleicht sollen wir auch was den in Namen London upon the durchgehen. date of the crime, and he is due to Pass auf, das machen depart wir in jetzt 2 mal. days. Ich glaube, wir müssen die Namen durchgehen. Charles J. Will. Oder Whittington haben wir hier. This officer is still at Ach so, sea, das kann natürlich sein. therefore he Genau. cannot be Hat involved. nichts mit der Tat zu tun. This Der auch officer nicht. is still at Ja. sea, therefore he Die sind cannot nervig, dass be wir jetzt alle involved. durchgehen müssen. Ja, ich habe gleich den Ja, Sündenbock ehrlich. gefunden. So, wen haben wir jetzt hier noch? Woods. Woods haben wir hier. This officer is still at sea, therefore Und he Southward cannot be oben drüber auch. involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. So, nächstes. Graham gibt's da wieder. Hier, der nicht, der Captain nicht. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the Und den time da of the unten. crime. This officer was on a ship that sailed half a month ago.
He wasn't in London at the time of the crime. Genau, und jetzt haben wir Jetzt es. haben wir nur noch die Captain übrig. Jack Crocker is our mysterious visitor. Captain He was Jack. the only one around at the time of the murder. So, sehr gut, haben wir das gefunden. Genau, guckst du mal hier oben, wo unsere Hinweise sind. So, bestellen Sie Captain Crocker ein, um ihn zur Rede zu stellen. Das Jupp, machen jupp, wir. jupp, jupp, jupp. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Unser junger Freund muss ihn finden. Na dann, du kriegst nochmal Kohle von uns. Wiggens. Wiggens, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that Der would be fesselt ihn dangerous. und zerrt ihn hierher. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. Wie hat er das denn hingekriegt, den da hinzuschleifen? Ja, irgendwas sich ausgedacht. Mal gucken, was es wird vielleicht aufgelöst. Mal schauen. Ich bin ja dafür, er hat ihn ausgenockt. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Zumindest ist er schon mal groß. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Ein Seil, was einen Ist ja echt der Seemannsknoten Hammer. hatte. Ja. Vielleicht findet man ja in seiner Tasche irgendwo. Augen. So, er schaut ehrlich aus. Klarer Ausdruck. Das stimmt, ein ganz schöner Typ, ey. Hier die Hände. Einen dreckigen Daumen. Stimmt, der Daumen ist dreckig. Guck mal, ob er vielleicht irgendwas an seinen Taschen oder sowas hat. Kannst du hier ein Stück raussuchen? Das ist Ich ja... kann hier nix. Nee, nee. Ja, Hier ist ein Schritt, guck will um ich seinen nicht Schritt unbedingt. rum. Mit den ganzen Flecken. Hier nehmen wir mal die Hand. Zeitungstinte. Kommt Okay. darauf hinweisen, dass er einen Zeitungsartikel in der Hand hatte. Einen recht frisch gedruckten, keine Ahnung. Stiefel. Saubere Stiefel. Dreckige Hose, saubere Stiefel. Bestimmt wird in der Mitte noch irgendwas bei ihm sein, ein Gurt oder Messer. Matrosenmesser. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Ja, so stelle ich nicht diesen Beweis. Seemannsknoten. Silberbesteck, Anschlag, Gesundheit. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the Das only nicht. sailor in London right now. Aber zumindest der sie Your kennt, auf dem theory is Schiff war. flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Na dann, was haben wir denn hier?
Krugers Mitschuld. Kruger lügt, seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Krugers Alibi. Captain Kruger war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit dem zu treffen und wirkte selbstbewusst. Okay, ich denke schon die Mitschuld, wie es Holmes schon gesagt hatte. Also, ne, wenn er so viele Leute unter sich hat, seine ganze Crew, die wird immer für ihn aussagen, denke ich. Und er hat auch nicht bestritten, dass er sie kennt. Der Captain ist der Täter. Also ich wäre jetzt entweder, dass wir das mal versuchen und wenn es das nicht ist, machen wir, dass sie das war. So, es ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Braxton zur Rechenschaft ziehen. Oder Gnade. Nee, ne, wir geben ihm keine Gnade. Okay? Oh, das könnte auch das andere sein, mit dem das ja, ne? Steht ja hier, Kruger wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen, drogensüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst. Das ist ja nämlich das, wenn man wirklich daraus, also letzten Endes müsste man sagen, wenn er es war, ne, war es Mord. Das heißt, die haben den Typen getötet. Aus welchem Grund auch immer. Rein theoretisch. Aber warum war die Frau gefesselt? Als Alibi. Stimmt, das damit könnte es man. nicht auffällt. Dass man es dann auf die Bande schieben kann. Ja. Das ist eigentlich auch kein schöner Schachzug, sage ich jetzt mal. Sage ich ja, in dem Sinne war es Mord. Mag vielleicht in gewisser Art und Weise gerechtfertigt sein, weil der Mann ein Arsch war und kein Mensch es verdient hat, so behandelt zu werden, aber dafür gibt es auch die Polizei, sie hätte sich trennen können und so ungefürzt, ne? Keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Also entweder Gnade für Kruger oder keine Gnade für Kruger. Schreibt einfach mal rein, was ihr gemacht hättet und wir entscheiden uns jetzt mal. Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck rumschieben? Das ist eigentlich auch fies. Komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir machen, Schnick, Schnack, Schnuck um die Zukunft dieses Wir Captains. sagen, wenn ich gewinne, nehmen wir Gnade und wenn du gewinnst, nehmen wir keine Gnade. Ja, Einfach nur, weil wir jetzt hier so sitzen. Ja, nehmen wir das so. Wir machen jetzt hier Schnick, Schnack, Schnuck für euch. Okay. Bist du bereit? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich fall rein, das heißt Gnade Also für ich habe Kruger. Grund gemacht und David hat Schere gemacht. Gut, also Gnade für Kruger. Du hast so entschieden, bist mit deiner moralischen Entscheidung, kannst du bestätigen. Warum habe ich eigentlich Brunnen gemacht? Weißt du, dass ich das eigentlich heißt ja Stein, Schere, Papier, ne? Aber seit Ewigkeiten habe ich keinen Brunnen mehr gemacht. Aus Wiggens, irgendeinem could you Grund. ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Ja, er ist auch gerade weniger als eine Stunde später vorher sein. Er ist gerade eben erst gegangen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? Sick. I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. Huch. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Will er mich angreifen? Muss ich mich jetzt mit ihm boxen? Watson, hilf mir. Ach du Scheiße. Er will sich selber umbringen. Boah. So was habe ich auch noch nicht gehabt. Hä? Der Schwarz echt drauf, der Tobi hätte Holmes. ihn auch mal ins Bein beißen können. Ja, der liegt schon auf dem Sofa und pennt. Please forgive me, Captain Crocker.
I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. I It's love a you. great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Das Problem ist... Was heißt das Problem? Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Auf der einen Seite muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, jetzt ist er auf der Suche nach 3 Leuten und will die für einen Mord wegsperren, die sie eventuell Er überhaupt sucht nicht, nur 3 Ganoven. die eventuell überhaupt nicht begangen haben. Ich find's- glaube aber, dass der Lestrade so drauf ist, wenn er 3 findet und die sagen, also zum Beispiel er findet 3 Ganoven, die was anderes gemacht haben und kerkert die ein, ist er automatisch zufrieden, weil er denkt, das waren auch die den Fall gemacht haben, auch wenn sie es nicht zugeben. Ja, aber am Ende werden die für einen Mord oder irgendwie sowas verurteilt, den sie gar nicht gemacht haben. Also gegen in Notwehr getötet, würde ich nicht sagen. Ja, aber die haben das schon alles vertuscht. Das persönlich finde ich nicht gut. Also wenn sie den in Notwehr getötet haben, weil der angegriffen haben, das in einen Kampf ausartet, dann hätten sie aber die Polizei rufen können, hätten sagen können, Leute, ist uns aus Versehen passiert. Es war deine Entscheidung. Ja, weil ich Brunnen gemacht habe. Ja, naja, du kannst ja auch jemanden in Wir Notwehr gucken erstmal, ob töten. es stimmt. Ja, vielleicht ist doch alles falsch. Meinst du, der hat das zugegeben, weil wir falsch gehandelt haben? Ja, Mensch, endlich mal ein Fall, den wir sofort, ohne dass wir auf einer anderen Spur waren. Ja, und warte mal, wen haben Nee, wir wir das wollten zu eigentlich erst verdanken? nur den zweiten. Wer wollte das mal? Sag mal. Du wolltest den restlichen Fall lösen. Ich wollte Genau, du wolltest siehst du? gleich sagen, die Frau war das war nur aus Versehen. Ich bin halt Watson. Du bist halt Sherlock. Du bist da gewiefter wie ich. Ja, Gnade für Kruger haben wir jetzt gewählt. Ja. Soll ich es bestätigen? Oder? Ja, Komm. Wir haben uns schließlich so entschieden. Also, Entscheidung bestätigen. Aber das nächste Mal wäre es schon besser gewesen, wenn der Typ einfach die Polizei gerufen hätte und gesagt hätte, Hoppala, der ist aus Versehen, habe ich den getötet. Spieler mit derselben Lösung für den Fall, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. Das ist, die Mehrheit hat sich auch so entschieden. Ist doch schön. Ja? Da bin ich doch zufrieden. Jo, wir haben es geschafft. Ja, dann schauen wir mal kurz in den nächsten Fall rein und dann Was? sehen wir weiter. Ich würde sagen, nein, die sehen das nicht. Ihr werdet nie erfahren, wie der nächste Fall aussieht. Wenn ihr Ich sehen drücke wollt, wie der A. nächste Fall... Drück, mach's weg! Definitiv gibt es schon mal Fliegen, wo auch immer wir gerade sind. Warum gibt es denn bei Holmes so viele For Fliegen? heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Alle ihre Patienten umgebracht. Where Das have sind all these Bienen? wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ja, aber dafür sitzt er da mit Bienen. And dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. Ohne Pflanze wurde gestohlen, I'm helping a scheiße. minister who's an old Oder friend sag of mal. mine. You can join me if you like. Well,
I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ja, lass Tobi da. Also, ich muss jetzt mal sagen, mein Hund früher, ja, die wäre durchgedreht. Die hätte versucht, jegliche Bienen zu schnappen. Na dann, machen wir uns mal auf die Reise Aber ihr werdet nicht erfahren, wo es hingeht. in den Garten, um den Fall mit den verschwundenen Pflanzen zu untersuchen. Das wird ein spannender Fall. Ja, also da müsst ihr unbedingt wieder einschalten und den wird es dann erst in der nächsten Es ist Folge nur eine geben. Blume von denen Legen wir gestorben, los, genau. weil die nicht genug Wasser gekriegt hat. Wir fahren hier mitten durch den Wald, sehe ich im Hintergrund, wo wir eigentlich in der Stadt wohnen, aber naja. Naja, die Blume. Wir müssen ja zu dem Wald- Garten jetzt, genau. Da wurde eine Blume im Wald gepflückt. Ja, ist richtig. Die fehlt, haben uns aufgefallen. Ja. Na gut, von daher sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann mit den verschwundenen Pflanzen beschäftigen. Bis dahin, Ciao. ciao.